Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Für alle, die den Kanal schon abonniert haben oder öfter mal vorbeigucken, vielen Dank dafür, das freut mich natürlich sehr. Für alle, die neu sind hier auf dem Kanal, bitte abonnieren, es lohnt sich, es gibt spannende Abenteuer zu erleben, heute aus meiner Mittelalterwelt. Ich habe aber auch noch eine große Pirateninsel, da könnt ihr euch die Videos auch gerne mal angucken. Genau, aber wie gesagt, heute bin ich erstmal wieder im Mittelalter unterwegs. Es hat sich einiges getan. Es ist eine neue Baseplate dazugekommen, es sind neue Mods dazugekommen und ihr werdet in dieser Folge auch ein altes Set aus den 90er Jahren wieder erleben. Ihr könnt schon mal gespannt sein. Aber all das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Und als erstes stand natürlich eine Bricklink-Bestellung auf dem Plan, um die Bestände zu erweitern. Daher gab es eine neue Baseplate und dann Plates in Dark 10 für die Flusslaufverbreiterung und nochmal für die Verlängerung vom Weg. Bisschen Natur. Dann brauchte ich unbedingt schwarze Plates und Bricks für die Unterfütterung der Landschaft. Was beim Burgenbau nie fehlen darf, sind Plates in Light Bluish Gray und dann noch ein bisschen gesammelte Werke in Reddish Brown, ein paar Cut Plates und nochmal ein paar Plates in 10. Ja, und dann konnte es auch schon losgehen mit dem Bauen und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, als erstes habe ich mich mal daran gemacht und habe den Flusslauf verbreitert. Der war mir in der Zwischenzeit deutlich zu schmal geworden. Ich wollte ja auf der einen Seite vom Fluss quasi die gute Seite des Mittelalters haben mit den Lion Knights und auf der anderen Seite sollten die bösen Jungs sein, mit anderen Worten das Wolfpack und so ein paar Orks. Aber dazu brauchte der Fluss natürlich eine anständige Breite, um halt auch wirklich eine Barriere darstellen zu können und durfte nicht nur so ein schmaler Bach sein. Ja, und die Aktion sah dann so aus, dass ich zunächst natürlich erstmal die ganzen blauen Fliesen abnehmen musste, um an das eigentliche Flussbett ranzukommen. Dann musste das seichte Flussufer in 10 weg. Dann konnte ich den mittleren Bereich vom Fluss, die Dark 10 farbenen Plates, durch wesentlich breitere ersetzen. Habe dann noch ein, zwei klitzekleine Felsen eingebaut und dann ging die ganze Aktion wieder zurück. Das Ufer konnte wieder ran. Ich musste dann noch abmessen, ob mein Gebäude hinpasst, was da noch hin sollte. Und dann kam zum Schluss die größte Strafarbeit. Die ganzen blauen Fliesen mussten wieder drauf. Ich habe da noch ein bisschen Variationen eingebaut. Zum einen habe ich ein paar hellere Fliesen mit verbaut und dann noch ein paar Slope-Tiles, damit ich einfach ein bisschen Struktur reinkriege, damit das Ganze nicht so glatt gebügelt aussieht. Ja, und irgendwann war die ganze Aktion dann auch durch. Ja, nachdem ich mit der Verbreiterung vom Flusslauf hier vorne soweit fertig war, ist mir aber aufgefallen, dass meine Mittelalterwelt insgesamt relativ flach ist. Ich habe da kaum Profil drin. Ich habe zwar an der einen oder anderen Stelle, wie zum Beispiel hier vorne an dem Baum, eine Erhöhung um eine Plate drin, aber das fällt kaum auf. Auch hier beim Fluss ist eine Erhöhung um eine Plate und hier hinten hatte ich eine, aber das habe ich jetzt geändert. Da habe ich jetzt einen Wasserfall eingebaut, der jetzt insgesamt über 3 Bricks hoch ist. Da soll sich ja später mal das Gebirge anschließen und von daher macht so ein Wasserfall ja auch Sinn. Und wo ich bei der Gelegenheit einmal dabei war, habe ich auch hier schon mal angefangen, so die ersten Felsformationen zu bauen. Das gefällt mir ganz gut mit dem Profil, mit der Erhöhung. Das werde ich jetzt an der einen oder anderen Stelle, die ich neu baue, auch so in der Art und Weise machen, dass es halt insgesamt gesehen nicht ganz so flach ist. Und als nächstes hatte ich mir hier diese Markierungen gesetzt, diese Tiles hier und die beiden Plates. Da kommt jetzt nämlich das nächste Gebäude rauf. Und damit man das als erstes mal von der Vorderseite sehen kann, drehe ich die Platte mal. Das ist nämlich auch nicht irgendein Gebäude, sondern das ist eine kleine Burg vom Wolfpack. Genauer gesagt ist es eins der B-Modelle vom Wolfpack Tower. Das hatte ich letztens mal gebaut. Und der originale Wolfpack Tower, der steht ja auch am Wasser. Der wird ja mit einer blauen Baseplate geliefert. Da dachte ich mir, das passt ganz gut hier mit meinem Flusslauf. Ich hatte jetzt lediglich die blaue Baseplate durch normale Plates ersetzt, dass es hier auch wirklich raufpasst. Und ansonsten nur ganz, ganz wenige Modifikationen vorgenommen. So, ich drehe es jetzt mal in die Originalposition. Man erkennt auch, Schlossgespenst fehlt natürlich nicht. Und jetzt komme ich natürlich meiner originalen Idee ein ganzes Stückchen näher, weil die Idee war ja, dass das Flussufer hier vorne so die dunkle Seite des Mittelalters ist mit ein paar Orks und dem Wolfpack. Und die andere Seite vom Fluss, da sind die guten Jungs zu Hause. Im Moment sieht man hier hinten schon noch meine Lion Knights und später im Gebirge kommen ja dann noch die Black Falcons dazu. Und ich denke, dann passt das Ganze. Ja, und dann war es endlich soweit. Ich habe angefangen, meine neue Baseplate zu bebauen. Und als erstes habe ich mal den Weg weitergeführt. Der Weg kommt ja hier über den Bach, da gibt es ja schon die kleine Brücke. Der Weg führt dann weiter am Wachturm der Löwenritter vorbei und kommt dann halt relativ zentral hier auf die neue Baseplate.
Nur links und rechts vom Weg, da habe ich schon die Landschaft gebaut. Habe da diesmal auch darauf geachtet, dass ich zumindest ein bisschen Profil drin habe. Es wird an der Stelle kein Gebirge werden, aber die ein oder andere Erhöhung ist schon drin, das passt soweit. Ein, zwei Details sind auch schon da. Der Baum, der steht hier neu. Der war bisher auf der hinteren Baseplate, wo jetzt die Birke steht. Dafür habe ich da hinten die Birke neu gebaut. Das ist mein bisher größter Baum, der kommt da hinten aber irgendwie besser zur Geltung von der Perspektive her. Von daher steht die jetzt da. Und der neue Baum, der steht jetzt hier vorne. Das passt ganz gut soweit. Ja, und die Natur, die wird jetzt hier aber nicht abrupt enden, sondern hier schließt sich jetzt die Stadt der Löwenritter an, die ja dann auch später nochmal eine Burg beinhalten wird. So beginnen möchte ich aber mit der Stadtmauer. Und da habe ich mir hier schon mal noch so einen Bereich markiert, wo ich gerne noch einen Turm hinbauen würde. Aber wo der Weg hier zur Stadt kommt, da brauche ich natürlich ein großes Stadttor. Das existiert schon, das ist schon fertig. Das passt hier auch wunderbar hin. Wird natürlich bewacht von dem Löwenritter. Und auch ein Element der Stadtmauer ist schon fertig. Das passt hier hin. Und zu den Elementen habe ich schon noch ein anderes Video hier bei YouTube gedreht. Das könnt ihr euch gerne mal angucken, weil ich habe mir da so ein kleines System überlegt, wie ich das Ganze relativ einfach hinbekomme, weil die Stadtmauer wird natürlich relativ groß und dann muss ich natürlich Elemente haben, die auch leicht reproduzierbar sind. Genau. Hier im Anschluss, da kommt jetzt das Innenleben der Stadt und auch da habe ich schon eine Sache fertig, nämlich meine große Kirche. Die darf natürlich in keiner mittelalterlichen Stadt fehlen. Die ist jetzt relativ hoch, aber das haben Kirchen nun mal so an sich. Heißt für mich einfach nur, dass die Stadt dann auch dementsprechend groß werden muss. Das gibt es dann aber alles in den nächsten Folgen. Ich habe eben gerade hier noch ein paar Pflanzen in der Landschaft verteilt, damit es noch ein bisschen detaillierter wird. Für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Mir bleibt dann nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.